Hi und willkommen zu meinem 5. Video aus Schwedisch Lappland. Heute geht es um das Thema Winterfrühling oder Spätwinter, kann man auch sagen. Der fängt nämlich jetzt langsam in Schwedisch Lappland an. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund, da hört man Wasser. Ich bin nämlich am Sturforsen. Das ist einer der größten Wasserfälle Skandinaviens oder des Nordens, eine der größten Stromschellen. Und besonders viel Wasser soll die natürlich im Sommer haben. Aber ich dachte, ich schaue mir das auch jetzt im Winter ruhig mal an. Denn das ist so ein schöner Kontrast zwischen dieser stillen, weißen, erfrorenen Welt und hier das Wasser, das schon wieder richtig sprudelt oder den ganzen Winter eben auch lebendig bleibt. Und ich denke, das ist ein gutes Thema jetzt im Moment, dass so ganz langsam die Natur auch hier erwacht. Klar, es wird noch dauern, bis die Blumen blühen oder die Bäume. Da ist einfach noch zu viel Schnee und Eis da und nachts auch auf -10 Grad. Dann sind die Bäume immer morgens ganz erfroren. Wie so eine Zuckerschicht sieht das aus auf den Zweigen. Aber der Frühling kommt ganz, ganz langsam und vor allem merkt man es am Licht. Morgens ist es schon so gegen 6 Uhr hell und abends bis 5:30 ungefähr, also richtig lange Tage. Und die Sonne hat ordentlich Kraft und man kann auch ganz schön verbrennen manchmal. Das fühlt sich richtig gut an. Ja, und dann zeige ich euch noch ein paar andere Sachen, was man so im Spätwinter hier macht in Schwedisch Lappland. Zum Beispiel war ich einen Tag mit auf der Insel Marlören. Die liegt so 30 Kilometer vor der Küste von Kalix und Båtskärsnäs. Und da fährt man dann im Winter, wenn das Eis dick genug ist, mit dem Schneemobil hin. Manchmal geht es nicht, dann ist das Eis eben nicht dick genug, aber jetzt war es so 30 Zentimeter, also vollkommen okay. Und man schießt einfach raus auf diese eingefrorene Ostsee, dem Horizont entgegen, bis sich dieses Inselchen erhebt aus dem Meer mit einem Leuchtturm, einer Kapelle und ein paar Häusern und einer Lodge. Ja, und dann schaue ich mal, was ich euch sonst noch so zeige, was man hier im Winterfrühling macht. Und wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video und hoffe, dass auch bei euch vielleicht schon langsam wieder etwas zu blühen anfängt und sich irgendwas Neues in der Natur bewegt und ihr genauso voller Energie seid, wie ich es gerade bin. Viel Spaß! Am Sturforschen, da habe ich ganz lange gesessen und habe einfach zugeschaut, wie dieses Wasser sprudelt. Oh, das war so eine Energie, das tat so richtig gut. Auch nach diesen 2,5 Monaten, wo eigentlich überwiegend in der Natur hier natürlich Stille herrschte, Bewegungslosigkeit, wo sich die Natur ausruht von allem, auch von dem, was die Menschen hier angetan haben, wie eine von den Zuschauern letztes Mal sehr, sehr schön kommentiert hatte. Und jetzt bei dem Sturforschen, da merkte man wieder so richtig, ja, die Natur, die ist doch ganz lebendig unter all dieser Stille und unter all dem Eis und dem Schnee. Und klar gab es da noch viele Eisbrocken auch, also Eis und Schnee auf den Felsen im Wasser und ringsrum alles noch vereist. Und trotzdem dieses Wasser, diese Urkraft, das weiß genau, wie es sich seinen Weg bahnt durch das Eis, durch den Schnee. Das ist einfach nicht zu stoppen, weil es genau das ist, was es eben machen soll. Es soll fließen, es soll strömen. Und da habe ich einfach ganz lange zugeschaut. Das war ein bisschen wie Wassermeditation. Einfach sich das anhören, einfach zuschauen, wie das Wasser strömt. Das hat so gut getan. Und ich denke, davon können auch wir Menschen uns einiges abschneiden und uns immer wieder daran erinnern, wie viel Kraft wir auch selber haben, auch wenn einiges um uns herum mal wieder ganz schön auf Eis liegt. Ich hatte die Chance, eine Husky-Farm zu besuchen in der Nähe von Piteå. Das ist eine Küstenstadt weiter südlich. Und zwar war ich dort auf der Svetjekojan Husky Farm bei der Besitzerin Kajsa, eine ganz nette Frau, die das jetzt schon seit über 20 Jahren macht. Und da habe ich gelernt, dass die Alaskan Huskies, die sie hat, nicht so wärmeempfindlich sind wie zum Beispiel sibirische Huskies, die man ja eigentlich eher kennt, auch von Schlittehundentouren. Und die sind also auch total energiegeladen, fast noch mehr als die sibirischen.
Und man merkte auch den Tieren an, die wollten einfach rennen. Und die Kaiser meinte auch, also selbst wenn die Huskies mal krank sind und einfach auch ausruhen müssen eine Zeit lang, die merken das selber gar nicht und die wollen das auch nicht wissen. Die wollen rennen, die wollen machen, weil das einfach das ist, wofür sie gemacht sind. Und die verstehen gar nicht, wenn sie dann einfach mal eine Weile drin bleiben müssen und sich entspannen. Das können die kaum. Also finde ich sehr, sehr interessant. Also Huskies wissen ganz genau, wofür sie gemacht sind. Und das ist Bewegung und Rennen. Försiktig, de får jobba. Ja, vi försöker låta dem vila så mycket som möjligt. Eller ja. Det är mina barn. Ja, det förstår jag. Vänsterspår, vänster, 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 vänster. Bra, vad duktiga! Bravo, bravo, bravo. Det är en körning. Nu vi går ner. Ja. Als ich von dem Wasserfall Sturfoschen zurückgefahren bin an die Küste nach Piteå, da waren auf der Straße auf einmal jede Menge Rentiere. Und ich habe gedacht, mein Gott, was machen die hier? Und da habe ich mich daran erinnert, dass mir in Baskeri, also das ist wie die Einheimischen hier Bordscherschnes nennen, das sage ich jetzt auch einfach immer, dass die Rentiere tatsächlich das Streusalz von der Straße lecken. Das finden die wohl ganz lecker und deswegen streuen viele Leute hier auch gar nicht so gerne Salz, weil das dann eben die Rentiere anlockt und die wollen das ablecken. Und da stand auf einmal wirklich an der Straße so ein ganzes Rudel mitten auf der Straße, total ungerührt von den Autos. Und man musste erst mal warten, bis sie sich dann bequemten, an die Seite zu gehen, wenn sie mit ihrem Salz fertig waren. Also wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe an der Südküste auch eine Käsefarm besucht. Also das ist eine Molkerei, die machen vor allem Milch, aber auch Käse. Svetjan Ost heißt das. Das ist etwas weiter westlich von der Stadt Skellefteå, auch einer Küstenstadt. Und da habe ich auch mit den Besitzern gesprochen und die haben mir gezeigt, wie sie ihren Käse machen. Und da durfte ich natürlich auch mal probieren. Und ganz, ganz lecker fand ich 15 Monate gereiften Käse, der wirklich so gut war, wie ich zum Beispiel Käse in Frankreich oft probiert habe. Und tatsächlich hat das Paar, das diese Molkerei hat, auch die Inspiration von Frankreich bekommen, von Toulouse, wo ich auch gewohnt habe einige Jahre. Und das fand ich ganz spannend. Also das ist sehr außergewöhnlich hier in Lappland, wirklich Käsefarmen zu finden, die auch noch ihre eigenen Kühe haben. Und die standen da tatsächlich draußen im Schnee. Und die meinten, ja, das macht denen nichts aus, die Kälte. Die sind gerne draußen, die Kühe. Und ja, die haben auch bekommen da ihr Futter. Und dann geht's denen so richtig gut. Auf der Insel Marlören, da haben wir eine Familie gesehen, die saß vor ihrer Stüger, die waren gerade am Grillen.
Und was ganz witzig war, da meinte eine Frau, ach, du bist doch die Deutsche, die neulich im Kalix TV gesprochen hat. Und ich war ja tatsächlich einmal zu Besuch hier bei dem lokalen Fernsehsender, Kalix TV heißt das. Und habe da so ein bisschen erzählt über mein Buchprojekt mit den 8 Jahreszeiten. Und das ist wirklich so eine kleine Welt hier, dass selbst wenn man 30 Kilometer rausfährt mit dem Schneemobil bis zu einer einsamen Insel, man dann trotzdem noch Leute trifft, die einen schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen haben. Also das fand ich wirklich sehr, sehr lustig. Und wie gesagt, war diese Tour nach Malören für mich eines der absoluten Highlights bis jetzt im Winterfrühling, weil es einfach so spannend ist, auch zu sehen, wie Mensch und Natur da eigentlich zusammenarbeiten, wie die Menschen ganz genau wissen müssen, wann kann man rausfahren, so weit aufs Meer, wann ist es sicher und sich darauf verlassen können müssen, dass das Eis wirklich hält. Und das Eis tut halt sein Übriges, um wirklich solche ganz, ganz besonderen, unvergesslichen Ausflüge mitten im Winter auf eine Insel trotzdem möglich zu machen. Stock? Ja. Har de hittat något? De har tagit vara allt som kom på. Lupjoberget, das ist ein ganz toller Aussichtshügel. Das ist so ungefähr 1 Stunde von Baskeri entfernt und direkt an der finnischen Grenze praktisch. Also man schaut über den im Moment vereisten und verschneiten Fluss rüber nach Finnland und könnte eigentlich direkt rüberlaufen auch. Und erst im Dezember 2021 haben die da ein sehr umweltfreundliches Hotel gebaut, sehr viel aus Holz und mit Glasscheiben halt, damit man aus jeder der kleinen Kabinen da eine ganz tolle Aussicht hat. Und man konnte da auch wirklich total nett essen. Und das ist so ein richtig schöner Ausflugsort auch geworden für die Einheimischen hier, wo sehr viele Leute dann auch einfach mal am Samstag oder Sonntag hinfahren und irgendwas Kleines essen und diese Aussicht genießen rüber nach Finnland. Heute bekommt ihr zu der Entspannungsmusik am Schluss ein paar Szenen aus dem Winterfrühling.
Und zwar sage ich immer, der ist wie ein ganz launischer Mensch. Eines Morgens wacht man auf und die Sonne lacht vom Himmel. Und es ist sogar schon so warm, dass man die Jacke auf hat und auch die dicke Skihose nicht mehr braucht. Und man denkt, Mensch, jetzt wird es tatsächlich schon Frühling, Wahnsinn. Und den nächsten Tag wacht man auf und es ist alles grau und die Bäume sind weiß erfroren, weil es nachts noch so kalt ist. Und manchmal schneit es sogar noch. Und dann denkt man, nein, das ist ja wieder wie im Januar. Aber es braucht halt alles die Zeit, die es braucht, wie mein Partner immer so schön sagt. Und die Natur ist natürlich auch ganz geduldig damit, mit dem Eis, mit dem Schnee, nimmt alles, wie es kommt. Genauso wie wir Menschen es auch tun müssen. Also, dann gute Erholung mit den letzten Szenen und bis zum nächsten Mal.